Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit Game-Version 1.3.10 Patch, dem Wochenend-Event, dem neuen Speed-CS-Set und zwei neuen Items im Cash-Shop, die aber schon seit 2 Wochen tatsächlich im Cash-Shop sind. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht in einem Video bisher erwähnt. Und ja, die Patch-Notes sind recht überschaubar. Bugfixes, irgendein Issue where FWC Golden Weapons hat einen falschen Attack-Speed angezeigt. Keine Ahnung. Several Floating Trees and Rocks in St. Morning und Flaris. Da haben sie vor 2 Wochen schon mal ein bisschen was gefixt. Visuelle Probleme mit den Beinen oder Schuhen von der Police Suit. I don't know. Und dann noch irgendwas mit 2016 Samurai Set und den Rim Outlines. Außerdem wurde der Fitting Room auf Mobile dem Main Menu hinzugefügt und der Fitting Room hat ein neues Icon. Das ist so ein T-Shirt, also so ein Umkleide-Icon halt einfach. Jetzt aber das wichtige Event am Wochenende ist ein Piercing Chance Event Armor. Bei Piercing Chance Events wird tatsächlich unterschieden zwischen Waffen- und Rüstungsevents. Also Piercing ist ja Sockeln, also Power Dice 8, Power Dice 10 und G-Protect sind damit gemeint. Diese Art von Upgrade. Aber in dem Fall ist es spezifisch erhöht für Rüstungen, also nicht für Waffen. Das ist ganz wichtig, das ist eigentlich das Einzige, was man hier bedenken muss. Also nicht einfach nur die Chance von G-Protect ist erhöht, oder wenn man G-Protects benutzt, sondern wirklich nur für Waffen. Für Rüstungen, nicht für Waffen. Das habe ich auch falsch gesagt, ja. GG. Auf jeden Fall, ja, ist eine ganz coole Sache. Gut, Upgrade-Chance von Rüstungen auf dem FEC-Server ist ja sowieso schon extrem hoch. Mit dem Event wird es nur noch besser. Also es ist nicht besonders schwierig, 4 Sockel zu machen auf der Suit, auf FEC will ich damit sagen. Aber mit dem Event wird es einfach noch ein bisschen leichter. Und das nimmt man natürlich mit auf jeden Fall. Und dann haben wir das neue Event CS, also zum Second Anniversary Event gehört das CS ja dazu. Wir haben ja schon die Gratis-Version davon auch gesehen, die man in dem Glücksrad bekommen kann. Und das Ganze gibt es, glaube ich, in irgendeiner Box kann man es auch noch bekommen. Und jetzt gibt es das Ganze auch noch als Speed CS-Set. Ja. Ist ein recht umfangreiches Set. Das hatte irgendwie 2 Umhänge oder Rucksack oder Tasche oder so. Dann die Augenklappe, Sonnenbrille. Das ist ja ein ziemlich großes Set, was die Accessoires angeht. Und das Einzige, was man hier eigentlich wieder sagen kann, ist so ähnlich wie mit den, oder so ähnlich wie mit schon vielen CS-Sets in der Vergangenheit. Es ist halt vom Farbspektrum jetzt nicht außergewöhnlich abwechslungsreich. Und was ich echt sagen muss, ist, es erinnert mich extrem stark an Shadowhunter. Also jetzt nicht vom Set her, sondern von den Farben her. Es sind literally die gleichen Farben wie Shadowhunter. Schwarz, lila, rot, grün. Gut, zweimal blau, das ist vielleicht nicht unbedingt. Das eine war ja damals grau, aber es ist extrem ähnlich zum Shadowhunter-Set tatsächlich. Aber das ist halt das Problem, weil die Farben halt alle in diese dunklere Ebene gehen. Hast halt nicht so viel Abwechslung, ist halt dann so ein bisschen nicht ganz so special. Ja, dann haben wir, wie gesagt, 2 neue Items im Cash-Shop. Also ich denke mal, alle Leute, die diese Items interessieren, wissen das auch schon lange. Aber fürs allgemeine Verständnis vielleicht noch ganz interessant. Mittlerweile gibt es diese Itemate Reroll Scrolls. Itemate Power, und damit kann man einen Wert rerollen quasi, einen einzelnen Wert. Und Itemate Bonus, damit kann man den zusätzlichen Bonus, den man bekommt, also wenn man eine Waffe, geht ja nur mit den 150er Waffen, wenn man die zu einer Itemate Waffe macht, dann bekommt die zusätzliche Boni. Und die sind random. Und mit dieser Scroll kann man diese random Boni halt quasi ändern. Ist recht teuer, aber günstiger auf jeden Fall ist eine Waffe Ultimate zu machen, dann wieder zurückzusetzen. Dann ist sie, glaube ich, plus 9, dann muss man sie nochmal plus 10 machen, dann muss man sie nochmal Ultimate machen. Ziemlich aufwendig, sehr kostspielig. Und mit dieser Scroll ist es zwar jetzt nicht günstig, aber auf jeden Fall günstiger, als es vorher war. Und wie gesagt, Scroll of Ultimate Power, damit kann man eben die einzelnen festgesetzten Werte nochmal rerollen. Also jetzt nicht den Wert selbst, sondern die Höhe des Wertes quasi nochmal rerollen. Und ja, damit hat man jetzt quasi alles im Cache, was man braucht, um seine Ultimate-Waffe theoretisch perfekt zu machen. Oder zumindest so, wie man sie haben will. Oder zumindest besser zu machen, ohne alles nochmal zu rerollen sozusagen. Was ja auch immer ein großes Risiko ist, wenn du schon einen guten Wert hast, aber 3 schlechte oder so. Denkst du dir, na komm, ich reroll, aber vielleicht ist der eine Wert genau der, den du haben willst. Und die anderen sind zwar nicht unwichtig, aber ihr versteht, was ich meine. Also, ja. Auf jeden Fall, falls ihr mal eine Hernes oder eine Luzakas Crystal oder eine Luzakas Waffe haben solltet im Spiel, dann wisst ihr jetzt, dass es auch mit diesen Scrolls mittlerweile rerollen geht, die Werte auf den Waffen. Und das war es tatsächlich auch schon für heute. Mehr haben wir tatsächlich nicht. Neues Event ist nicht gestartet, weil das Second Anniversary Event noch läuft, logischerweise. Das wird auch in 2 Wochen wahrscheinlich nicht anders sein, weil es ja ein sehr großes Event ist. Das geht noch bis Mitte Juni. Und entsprechend haben wir leider kein neues Event diese Woche.
Aber zumindest Upgrade-Event am Wochenende mit den Rüstungssockeln. Chance erhöht für Rüstungssockel. Das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.